Ihr habt euch in den Kommentaren eine Schildkröte gewünscht und heute ist es soweit. Ich erfülle euch euren Wunsch. Ich zeige euch, wie ich in wenigen ersten Linien Schritt für Schritt eine realistische Schildkröte zeichne und wünsche euch viel Freude mit dem Video. Los geht's! Ich beginne hier mit dem Aufbau, zeichne also erstmal die wichtigsten Grundformen, um so ein Gefühl zu bekommen, wo das Ganze sozusagen hinführt. Ja. Weiter geht's mit den nächsten Details. Ja, ich arbeite praktisch diesen Panzer der Schildkröte immer weiter aus, ja, sodass die Form erstmal grundsätzlich stimmt. Und um das Volumen des Panzers jetzt noch besser darzustellen, kommen die ersten Linien, die Abteilungen oder besser die Unterteilung der einzelnen Platten. Ja, das ist ganz, ganz wichtig, damit man auch weiß, wie die Form sozusagen rumläuft um diesen Schildkrötenpanzer. Und ich verstärke schon mal einige Linien, sodass ich wieder weiß, was ist entscheidend, was ist weniger wichtig und damit man auch klare Grenzen bekommt. Ja, und weiter geht es jetzt mit der Ausarbeitung des Kopfes. Ich setze einige Hilfslinien, um so den Überblick zu behalten, das Auge an der richtigen Position setzen und dann gehen auch schon die ersten Details los für das Auge der Schildkröte. Ja, aber noch nicht fertig, sondern erstmal so grob den Blick festlegen, wie schaut die Schildkröte. Das ist erstmal ganz, ganz wichtig, ja, so. Jetzt lege ich noch einige Details an, zum Beispiel hier den Unterkiefer. Verstärke nochmal, denn der Kopf der Schildkröte kommt ja so richtig hier raus. Ja, das muss auch alles sozusagen zu sehen sein und richtig gut durch Licht und Schatten zu erkennen sein. Ich werde jetzt nur noch an den entscheidenden Stellen weiter kommentieren, denn Zeichnen hat viel mit Beobachten zu tun. Schau in Ruhe zu. Und an den wichtigen Stellen melde ich mich zurück und werde dir noch weitere Tipps geben. Ja, du siehst, ich hatte die Beine gezeichnet. Da ist es auch wichtig, auf die richtige Perspektive zu achten. Und jetzt beschäftige ich mich mit dem Panzer, mit den einzelnen Schilden und hebe sie sozusagen hervor. Ich verstärke hier den Druck. Ich bin bei einem 2B Bleistift und zeichne jetzt die im Vordergrund sind immer größer als die nach hinten weggehen. So kriegt man zusätzlich Tiefe in die Zeichnung. Und in einem weiteren Schritt trenne ich jetzt hell von dunkel, also welche Flächen im Schatten liegen, welche im Übergangslicht. Natürlich sitzt der Panzer direkt auf dem Körper drauf, also er beschattet einen Teil des unteren Panzers und das muss natürlich dementsprechend gezeigt werden. Wichtig ist wirklich immer, damit man die Perspektive und den grundsätzlichen Aufbau eines Tieres versteht, und das vermittle ich ja auch auf meiner Akademie, wo wir halt immer wieder den Aufbau an vielen Tieren und anderen Objekten üben.
Hier beginne ich, die Zeichnung ein wenig zu verwischen, um so hell und dunkel besser trennen zu können, und werde auch danach die nächste Schicht rüber zeichnen, um so wieder zu zeigen, was liegt im Vordergrund und was liegt im Hintergrund. Ich lade dich herzlich ein, bei meiner Akademie vorbeizuschauen. Dort hast du deinen eigenen Lernbereich und entwickelst Schritt für Schritt deine zeichnerische Handschrift. Dich erwarten klar aufgebaute Zeichenkurse und sogar die Möglichkeit, eigene Zeichnungen einzureichen. Alles Weitere findest du direkt unter diesem Video. Hier habe ich jetzt schon die ersten Muster auf den Schildplatten eingezeichnet. Ja, man sieht die einzelnen Wachstumsringe und das gibt dem Panzer auch noch eine schöne Struktur und eine Dynamik, also eine weitere Lebendigkeit. Auch bei den kleineren Schilden ist es wichtig, ein gewisses Muster hier einzuzeichnen. Ja. So erhält man einen noch schöneren 3D-Effekt und du siehst, wenn du jetzt die Schildkröte schon insgesamt betrachtest, sie wird immer lebendiger. Jetzt beginne ich hier die Krallen der Schildkröte zu zeichnen. Hinten mache ich sie nicht ganz so deutlich, am hinteren Fuß. Dafür werde ich die vorderen weiter vorheben, also die vorderen Füße etwas detaillierter zeichnen. Das hat ganz einfach den Sinn, dass das, was uns näher steht, betont wird oder mehr betont wird als das, was im Hintergrund ist. Eine weitere Technik, um Tiefe in seine Zeichnung zu bekommen.
Jetzt zeichne ich den hinteren Fuß etwas detaillierter und hier ist auch insgesamt wichtig zu verstehen, dass der hintere Fuß, weil er optisch weiter hinter steht, kleiner gezeichnet wird und nicht ganz so detailliert wie beispielsweise der vordere Fuß. Jetzt verstärke ich noch einmal den Schatten unter dem Panzer, ja, sodass man das Tier und den Untergrund klar erkennen kann, also wo ist die Grenze. Füge noch etwas Gras hinzu, um eine gewisse Lebendigkeit und Dynamik zu erreichen. Oft bekomme ich auch die Frage gestellt, wie man diese Zeichnung am besten nicht verwischt. Hier ist zum Beispiel eine Technik, die wahrscheinlich die meisten kennen. Man legt sich einfach ein Blatt unter, denn du siehst, ich habe einen Zeichenhandschuh an. Das ist schon mal ein sehr guter Schutz, aber dennoch verwischt man trotzdem immer noch. Und gerade wenn es in die feinen Details geht, ist es ganz, ganz wichtig, hier nichts mehr zu verwischen. Ich hoffe, ich konnte dich ein weiteres Mal für die Zeichenkunst begeistern. Wenn dir dieses Video einen Mehrwert gegeben hat, schreib es mir gern unten in die Kommentare und abonniere ganz einfach meinen Kanal für weitere Zeichentipps. Und wenn du wirklich realistisch zeichnen lernen willst, dann sei ganz einfach mit dabei auf meiner Akademie. Alle Infos findest du ebenfalls direkt unter diesem Video. Ich freue mich, wenn wir gemeinsam deine Zeichenkunst weiter nach vorne bringen.